Ein 43 Kilo schwerer Dobermann hat jedem einzelnen Besucher im Tierheim die Zähne gezeigt. 2 Familien sind weggerannt. Ein Vater hat seine Tochter gepackt und gesagt, dieser Hund ist gefährlich. Aber was niemand verstanden hat, dieser Hund hat niemanden bedroht. Er hat gelächelt. Und dieses Lächeln hätte ihn fast das Leben gekostet. Er hatte noch 48 Stunden. Es passieren Dinge in Tierheimen, von denen die meisten Menschen nie erfahren. Stille Entscheidungen, kalter Papierkram, ein Name, der von einer Liste gestrichen wird. Und manchmal wird ein Hund, der absolut nichts falsch gemacht hat, verurteilt, nur wegen eines Lächelns. Das ist die Geschichte von Phantom, ein 43 Kilo schwerer Dobermann mit schwarzem Fell, rostfarbenen Abzeichen und einer Angewohnheit, die ihn fast das Leben gekostet hätte. Aber was dann passiert ist, damit hat niemand gerechnet. Phantom wurde an einem Dienstagnachmittag im November im Tierheim Freiburg abgegeben. Kein Halsband, kein Chip, keine Vorgeschichte. Nur ein eleganter schwarzer Dobermann, der ruhig im Aufnahmebereich stand und jedem einzelnen Menschen seine Zähne zeigte. Der Pfleger schrieb ein einziges Wort in seine Akte: aggressiv. Aber hier ist die Sache. Phantom war nicht aggressiv. Er hat nicht geknurrt. Er ist nicht nach vorne gesprungen. Er hat etwas getan, was nicht mal jeder 10. Hund macht. Ein sogenanntes unterwürfiges Lächeln. Das ist ein Reflex, ein Zeichen von Nervosität, Aufregung oder Unterwerfung. Der Hund zieht die Lefzen zurück, zeigt die Zähne und für jeden, der das nicht kennt, es sieht absolut furchteinflößend aus. Und niemand in diesem Tierheim wusste es besser. In der ersten Woche kamen 2 Familien, um ihn kennenzulernen. Das erste Paar kam rein, sah seine Zähne und ging sofort wieder raus, ohne ein einziges Wort. Die zweite Familie hielt 11 Sekunden durch. Der Vater packte seine Tochter an der Hand und sagte, dieser Hund ist nicht sicher. Phantom war nicht aggressiv, er hatte Angst. Und je mehr Angst er hatte, desto mehr lächelte er. Und je mehr er lächelte, desto mehr Menschen rannten weg. An Tag 19 bekam seine Karte einen roten Aufkleber. In der Tierheimsprache bedeutet das nur eins: die Zeit läuft ab. Phantom hatte noch 48 Stunden. 47 andere Hunde bellten die ganze Nacht, Phantom nicht. Er saß einfach vorne in seinem Zwinger, Zähne draußen, ruhte tief und beobachtete jeden Menschen, der vorbeiging. Er wartete darauf, dass jemand ihn versteht. Was er nicht wusste, jemand hatte ihn bereits verstanden. Lukas und Lena Berger waren seit 2 Jahren verheiratet. Sie lebten in einem kleinen Haus in der Nähe von München mit einem großen Garten und einem noch größeren Traum, eine Familie zu gründen. Aber vor den Kindern hatte Lena eine Bedingung. Ich will zuerst einen Hund, sagte sie zu Lukas. Keinen Welpen, einen aus dem Tierschutz. Einen, den sonst niemand will. Lukas lachte. Also willst du den Außenseiter? Lena lachte nicht. Ich will den, der uns am meisten braucht. Sie fanden Phantoms Profil um 23:47 Uhr an einem Donnerstagabend online. Die Anzeige hatte ein einziges Foto, ein unscharfes Bild von einem schwarzen Dobermann, der mit vollem Zahnlächeln in die Kamera grinste. Darunter stand, nicht geeignet für Familien mit Kindern, zeitkritisch. Die meisten scrollten weiter. Lena machte einen Screenshot und schickte ihn Lukas mit einem einzigen Wort: er. Am nächsten Morgen fuhren sie 150 Kilometer. Als sie das Tierheim betraten, versuchte die Mitarbeiterin umzulenken. Wir haben hinten ein paar tolle Labradore, sagte sie, sehr familienfreundlich. Lena schüttelte den Kopf. Wir sind wegen dem Dobermann hier. Die Mitarbeiterin zögerte. Also, Sie meinen Phantom? Also, ich muss Sie warnen, er zeigt die Zähne. Ich weiß, sagte Lena, genau deshalb sind wir hier. Sie gingen zu seinem Zwinger. Phantom saß genau dort, wo er immer saß, vorne am Gitter, Zähne draußen, ruhte tief. Lukas kniete sich hin. Phantom rührte sich nicht. Lena streckte ihre Hand durch die Stäbe. Und Phantom tat etwas, das er seit 19 Tagen nicht mehr getan hatte. Er wedelte mit dem Schwanz. Kein großes Wedeln, kein Dobermann-Ganzkörper-Erdbeben, nur ein kleines, langsames Wischen über den Betonboden. Aber es war genug. Lena sah Lukas an, Lukas sah Lena an. Wir nehmen ihn, sagte Lukas. Die Mitarbeiterin blinzelte. Sie wissen, dass er auf der Liste steht. Er hat weniger als 6 Stunden. Lukas zuckte mal nicht. Dann sind wir gerade noch rechtzeitig. Also Leute, ich sehe gerade, ihr habt immer noch nicht abonniert. Drückt jetzt auf Abo. Ihr wollt nicht verpassen, was als nächstes passiert. Die erste Nacht war das reinste Chaos. Phantom betrat das Haus und erstarrte. Er stand 4 Minuten in der Tür und starrte ins Wohnzimmer. Kein Beton, keine Neonlichter, kein Bellen,
Nur ein weiches Sofa, eine warme Lampe und 2 Menschen, die keine Angst vor ihm hatten. Er erkundete jeden Raum wie ein Detektiv. Und dann tat er etwas, weswegen Lukas um Mitternacht seine Mutter anrief. Er lächelte. Nicht das panische Tierheimlächeln, ein anderes, breiter, alberner. Sein ganzer Körper wackelte und sein Stummelschwanz ging so schnell, dass er nur noch ein Schatten war. Lukas filmte es. »Mama, du musst dir das ansehen. Dieser Hund lächelt. Krass, oder?« Genau solche Momente machen diese Geschichten so besonders. Aber jetzt wird es richtig clever. Innerhalb von 2 Wochen hatte Phantom etwas herausgefunden. Jedes Mal, wenn er etwas anstellte, Socke klauen, Kissen zerkauen, Mülleimer umwerfen, musste er nur dieses zahnige Grinsen aufsetzen und Lena schmolz dahin. »Ich kann dieses Gesicht nicht anschreien«, sagte sie. »Dir ist klar, dass er dich manipuliert, oder?«, sagte Lukas. »Ist mir egal, schau dir diese Zähne an.« Phantom hatte sein Lächeln zur Waffe gemacht. Dasselbe Lächeln, das ihn fast zerstört hätte, war jetzt seine größte Superkraft. Er kaute einen Schuh kaputt, setzte sich vor Lena mit Zähnen und Propellerschwanz. Sie versuchte streng zu gucken. Sie scheiterte jedes Mal. Lukas führte Strichliste. Phantom 47, Lena 0. Aber der wahre Moment kam 3 Monate später. Sonntagmorgen. Lena saß auf dem Küchenboden und weinte. Nicht, weil etwas Schlimmes passiert war, sondern weil sie gerade erfahren hatte, dass sie schwanger ist. Lukas war auf der Arbeit. Sie war allein. Nur war sie das nicht. Phantom kam in die Küche, sah sie auf dem Boden und tat etwas, das er noch nie getan hatte. Er lächelte nicht, er wedelte nicht, er legte sich einfach neben sie, presste seinen Körper an ihren und legte seinen Kopf auf ihren Schoß. Er blieb dort 45 Minuten, rührte sich nicht einmal. Und Lena verstand etwas. Der Hund, der ganzen Welt seine Zähne gezeigt hatte, hatte ihr gerade etwas ganz anderes gezeigt. Er hatte ihr Herz gezeigt. Heute ist Phantom 4 Jahre alt. Er lächelt immer noch jeden an, der durch die Tür kommt. Er klaut immer noch Socken. Er gewinnt jede Diskussion mit Lena, nur mit Zähnen und Charme. Und jeden Abend schläft er am Fuß des Kinderbettchens. Zähne draußen, Schwanz still. Er bewacht den kleinen Menschen, den er noch kein einziges Mal angelächelt hat, weil manche Dinge zu wichtig für Spielchen sind. Manchmal ist der Hund, vor dem alle Angst haben, genau der, den du brauchst. Wenn ihr darüber nachdenkt, einen Hund zu adoptieren, denkt daran, sie sind nicht nur Haustiere, sie sind Familie, sie sind Heiler, sie sind die, die sich zu euch auf den Küchenboden setzen und nichts dafür verlangen. Würdet ihr einem lächelnden Dobermann eure Familie anvertrauen oder würdet ihr weitergehen wie alle anderen? Schreibt es mir in die Kommentare.